Die 4-2-3-1 ist die Metataktik für mehr Siege. In diesem Video gibt's die Formation und die passenden Spieleranweisungen. Hallo und Servus, willkommen zurück auf TV Marvin. In diesem Video gibt es ein Update meiner 4-2-3-1. Meiner Meinung nach aktuell mit die beste Metataktik, denn man hat immer eine große Ausgeglichenheit. Du hast immer 5 Spieler nach vorne, 6 nach hinten, plus die beiden ZMs arbeiten auch noch mit nach vorne, sodass du da 7 Anspielstationen hast. Genial gegen diese ganzen tiefstehenden Gegner, die wir ja alle kennen in Rivals und Champs. Und wir fangen an mit der Taktik. Guck noch auf die Spieleranweisung und natürlich sage ich dir auch noch, welche Spieler hier gut in diese Formation passen. Plus in allen meinen Taktikvideos sind natürlich auch immer die passenden Spielszenen, um zu erklären, wie die Formation am besten funktioniert. Das Allerwichtigste zuerst, ich starte in dieser Formation, in einer 4-3-3 und dann kannst du mit dem D-Pad die Taktik umstellen ohne Chemieverlust. Also das heißt ganz konkret bei mir Ben Yedder, Carrasco, die starten mit 10 Chemie. Wenn ich in-game umstelle auf die 4-2-3-1, behalten die 10 Chemie. Kommen wir zu den Taktiken. Wir fangen natürlich an in der Verteidigung. Defensivstil, das lassen wir auf jeden Fall auf ausgeglichen zurückfallen lassen. Da können wir zu sehr dann verappelt werden, indem der Gegner den Spieler in den Strafraum schickt, wenn wir auch schon im Strafraum sind und dann einfach in den Rücken passt mit dem festen Pass. Deswegen machen wir auf jeden Fall auf ausgeglichen. Breite, die machen wir auf 50 und die Tiefe, die machen wir auf 45. Dann haben wir einen ganz guten Mix aus nicht zu weit hinten drin, aber trotzdem gut verteidigen. Und wir wollen in dieser Formation sehr, sehr viel mit den beiden ZMs verteidigen. Das ist einer der riesigen Vorteile von der 4-2-3-1, dass wir unsere Viererkette beschützen können. So wie hier gehen wir mit Fred in den Passweg. Die Viererkette kann weiterhin automatisch verteidigen. Kommen wir in die Offensive. Beim Aufbauspiel, da kannst du 2 Sachen machen. Du kannst ausgeglichen machen, da musst du sehr viel mit L1 oder LB auf der Xbox die Spieler an den Lauf schicken. Du kannst natürlich auch sagen, dass du machst langer Ball oder schneller Aufbau. Ich würde langer Ball nehmen, dann werden noch mehr Spieler automatisch geschickt. Gerade für Anfänger gut. Und bei der Chancenanwertung, da würde ich auf jeden Fall die Läufe in der Spitze anmachen, damit mehr Spieler, wir haben ja 3 ZOMs, in den 16er reingehen und diese ZOMs, so wie hier zum Beispiel Gelson, wenn die natürlich auch gleich, sehen wir gleich in den Spieleranweisungen, mit in den 16er gehen, haben die gute Chancen, Tore zu machen. Bei der Spielbreite auf jeden Fall über 60. Ich habe hier im Moment so 65 drin. Könnte es vielleicht sogar gegen 70 gehen, also irgendwo zwischen 65 und zwischen 70, denn unsere äußeren zentralen offensiven Mittelfeldspielern, die sind quasi wie Außenspieler. Wir wollen das Spiel breit machen, gerade gegen die ganzen tiefstehenden Gegner. Spieler im Strafraum setzen wir auf 3. Wie gesagt, wir haben es auch noch in den Einstellungen dann, dass die ZOMs mit in den 16er gehen. Ecken und Freistöße auf jeden Fall auf 1 lassen. Wir wollen hier keinen blöden Konter oder so kassieren nach einer Standardsituation. Wir kommen zu den Spieleranweisungen. Fangen vorne an mit unserem Stürmer. Unseren Stürmer, den packen wir auf jeden Fall auf zentral orientieren rein. Wir haben ja nur einen Stürmer, die ZOMs gehen mit rein, aber erstmal haben wir nur einen Stürmer und da wollen wir natürlich, dass der zentral positioniert ist im 16er, dass wir da den Ball annehmen können, dass wir da ein Strafe-Dribbling machen können, Left-Stick-Dribbling, irgendeinen einfachen Skill-Move und dann eben aus dem 16er heraus abziehen. Die Offensivläufe, die packen wir auf Abwehr überlaufen. Wir wollen, dass dieser Spieler schnell nach vorne geht, Läufe in die Spitze macht. Das können wir dann noch mit LB, L1 manuell triggern und der Stürmer soll auf jeden Fall vorne bleiben. Bei den ZOMs, da gibt es einen Unterschied zwischen dem Zentralen und den beiden Äußeren. Der Zentrale, auch den haben wir auf vorn bleiben für Flanken in den Strafraum, damit eben diese Chancen entstehen, dass auch die ZOMs hier abziehen. Und beim Abfang, konservatives Abfangen, das hilft dir einfach, gerade wenn du Spieler mit weniger Stamina hast, mit weniger Ausdauer, dass die nicht so oft versuchen, in die Passwege zu gehen und deswegen weniger schnell ermüden. Die beiden äußeren ZOMs, links und rechts, die sind gleich, die haben wir fast auf ganz normal, nur wir machen für Flanken in den Strafraum, damit wir da auch noch mehr Spieler drin haben und die von der Seite kommen. Und dadurch machen die auch so Läufe am 16er, dass man natürlich nach wie vor mit einem Finesse, mit einem Time-Finesse-Shot in den langen Winkel gehen kann und dort auch noch schöne Tore von außerhalb erzielen kann. Wir haben ja oft diese tiefstehenden Gegner, sodass wir das dann machen wollen. Und bei den beiden zentralen Mittelfeldspielern, da haben wir Passwege zustellen. Wir haben hinten bleiben bei Angriffen und nochmal. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir mit den beiden ZMs verteidigen. Das gilt für jede Formation. In der 4-2-3-1 haben wir halt den Vorteil, dass wir 2 davon haben und die können sozusagen
unsere Abwehr beschützen. Solange wir die ZM steuern, steht unsere Abwehr sicher. Wir können da keine dummen Tore kassieren und die Abwehr kann dann immer noch das AI-Blocking nutzen und so, wenn dann doch mal Schüsse durchkommen, im Weg sein. Auf jeden Fall packen wir die auf Mitte abdecken, die beiden. Wir wollen nicht, dass die außen stehen. Wir haben ja Außenverteidiger, sondern auf jeden Fall auf Mitte abdecken. Und bei den Außenverteidigern, da machen wir dann hinten bleiben bei Angriffen. Du kannst bei der Laufart auf übergreifend gehen, kannst das auch auf gemischt lassen. Ich finde bei übergreifend ganz gut, sodass sie halt außen diesen Lauf machen und dann haben wir da schöne Anspielstationen im Spielaufbau. Denn wir wollen auf jeden Fall über Außen aufbauen, so wie hier in dem Beispiel mit den beiden äußeren ZOMs zurückspielen, zum Linksverteidiger, Rechtsverteidiger, zum ZM zurückspielen und dann in den Lauf nach vorne gehen. Nicht um zu flanken, aber um dann auch zum Beispiel von außen wieder in die Mitte zu kommen, den Ball mit den ZMs zu recyceln und dann durchstecken in den 16er und das Tor machen. Welche Spieler eignen sich perfekt für diese Formation? Wir fangen wieder im Sturm an. Eine etwas teure Alternative wäre zum Beispiel Son. Denk dran, starte den auf 10 Chemie, zum Beispiel in der 4-5-1 mit Reguilón links. In-Game stellst du um mit dem D-Pest ohne Chemieverlust und du siehst bei Son, der hat Finishing, also den Abschluss und die Schusskraft mit einem Hunter fast ausgepowert und das sind die wichtigen Kriterien im 16er. Eine Low-Budget-Alternative wäre zum Beispiel Ben Yedder, auch den würde ich auf jeden Fall mit einem Hunter spielen. Im Mittelfeld, Llorente ist eine günstige Alternative, Goretzka ist gerade nicht zu ziehen, das heißt, wenn du das Video in der ersten Woche hier schaust, kaufst du vielleicht die Woche später, ansonsten auf jeden Fall auch noch Llorente. Fred ist eine super gute Low-Budget-Version, der hat nämlich nicht nur eine gute Schnelligkeit mit Shadow, sondern auch die Beweglichkeit. Und denk dran, wenn wir mit den ZMs verteidigen, besonders im Verteidigungslauf, dann entscheidet die Beweglichkeit, die Agilität, die Körpergröße, der Bodytype darüber, wie gut wir ihn manuell verteidigen können. Zwei günstige Spieler für die Abwehr sind zum Beispiel Kimpembe, den haben ja schon viele im Team, mit einem Shadow sehr, sehr gut. Oder für Bundesligaspieler Lacroix mit einem Anker, auch eine sehr, sehr gute Karte für wenig Coins, aber auf jeden Fall schnell genug. Die vielen Dropback-Gegner, Park-the-Bus-Gegner, die hinten drin stehen, lauern ja auf Konter. Deswegen brauchst du auf jeden Fall schnelle Verteidiger. Und das ist sogar wichtiger als die Defensivwerte. Was bringt dir das beste Tackling, wenn dein Spieler gar nicht in der Nähe ist, um zu tackeln? Bonustipp in diesem Video, wenn du deine Formation mit dem D-Pad änderst, wie gesagt, das hat überhaupt kein Problem mit Chemieverlust oder so. Achte darauf, dass deine Startformation eine sehr, sehr defensive Formation ist. Die ist dann so die ersten 5 bis 10 Minuten aktiv, denn das Spiel wechselt nicht sofort die Formation. Das dauert immer ein bisschen oder wenn der Ball im Aus ist. Und wenn du dann solche Einstellungen hier zum Beispiel hast, egal welche Formation du zum Start hast, bevor du dann wechselst, wirst du keine Kick-Off-Tore kassieren und geh als erstes immer nach dem Anpfiff mit einem Stürmer zurück. Bei den ZOMs achte darauf, dass du 4 Sterne-Kombi mindestens hast. Weak Foot ist wichtig, um zu passen, aber auch zum Abzuschließen und auch hier eine gute Beweglichkeit ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, denn denk dran, mit dem Strafe-Dribbling bist du im 16er sowas von overpowered und nicht aufzuhalten. Wenn du dich fragst, was ist Strafe-Dribbling und wie kann ich mehr Tore im 16er machen, verlinke ich dir hier nochmal mein Video dazu, was dir garantiert helfen wird, mehr Siege zu holen. Abonniere den Kanal, sehen wir uns im nächsten Video. Ich bin raus, der Marvin. Servus, ciao, ciao.